Anstatt wie bei Reddit, Instagram, diversen Foren oder Netzwerken muss man sich bei 4chan nicht registrieren, um posten zu können. Dies sorgt für ein größeres Gefühl der Anonymität und erlaubt den Nutzern, ihre Meinung ungefiltert verbreiten zu können. Zumindest solange man sich an die wenigen Regeln hält. Jeder Poster bekommt eine bestimmte Nummer. Wenn die letzten beiden Nummern eines Posts auf dieselbe Zahl enden, wird dies innerhalb der 4chan-Community Dubs genannt. Wenn die letzten 3 Nummern auf dieselbe Zahl enden, wird dies Trips genannt. 4-mal wird Quads genannt und so weiter. Die Nummer zeigt an, der wievielste Poster man ist. User können nicht wissen, welche Nummer sie bekommen werden, bevor sie posten. Am 12. November 2012 um 2:03 Uhr postete ein 4chan-User das Bild einer Spritze, die eine helle, blaue leuchtende Substanz enthält. Dazu schrieb er, dass der Poster, dessen Nummer auf die Nummer 37 endet, entscheidet, wohin die Spritze injiziert wird. Nur kurze Zeit später kam der Post, dessen Nummer auf die 37 endet. Dazu stand geschrieben, dass er es sich ins Handgelenk injizieren sollte. Kurz darauf postete der Originalposter einen Timestamp, also ein Beweisbild, ein Bild der Spritze, die im Handgelenk steckt. Der Originalposter machte seinen letzten Beitrag um 2:18 Uhr, 15 Minuten nachdem der Thread erstellt wurde. Es zeigt, wie die blaue Substanz injiziert wird und die Adern im Handgelenk blau leuchten. Danach hat man nie wieder etwas von dem Nutzer gehört. Am Donnerstag, dem 29. November 2007, postete ein 4chan-User das Bild einer jungen Frau und schrieb dazu: Falls irgendjemand seine eigene Postnummer erraten kann, erzähle ich, wo sie vergraben ist. Einige User spielten dieses verstörende Spiel mit, bis es einen Gewinner gab. Der Originalposter antwortete darauf: Er postet GPS-Koordinaten. Und weniger als eine Stunde später gab es den ersten öffentlichen Bericht dazu. Leiche einer vermissten Studentin offenbar gefunden. Es wurde bekannt, dass es sich bei der Toten um die 18-jährige Emily Sanders handelte, die seit 6 Tagen als vermisst galt. Neben ihrem Studium arbeitete Emily auch als Sekretärin und als Erwachsenenfilmstar, von dem allerdings nur ihre engsten Freunde wussten. Knapp eine Woche zuvor, am Abend des 23. November 2007, traf sich Emily mit dem 24-jährigen Israel Morales. Sie gingen in eine Bar, danach gingen sie auf Israels Motelzimmer. Im Motelzimmer stichte Israel auf Emily ein und erdrosselt sie anschließend mit einem Telefonkabel. Daraufhin floh Israel nach Mexiko. In Mexiko hatte der 24-jährige Israel eine 16-jährige Freundin, die schwanger von ihm war. Durch den 4chan-Post konnte Israel als Emilys Killer ausgemacht werden. Ungefähr einen Monat später wurde er in Mexiko verhaftet und in die USA gebracht. Er sitzt bis heute seine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Ich habe durch ein paar alte Sachen gestöbert, die mein Vater hinterlassen hat, als er starb, und ich habe das hier gefunden. Der alte Bastard hatte eine echte Granate. Scheint ein bisschen alt zu sein, aber sieht okay für mich aus. Was würde B damit machen? Lass mich die Unterseite sehen. Unterseite. Es ist Plastik, lol. Kein Plastik, Schwachkopf. Es ist alles Metall. Wirf sie in die Toilette. Spüle nicht runter. Warte auf die krasse Fontäne. Sollte ich? Danach hat man nie wieder etwas von dem Nutzer gehört. Jedenfalls nichts mehr vom OP selber. Junger Mann stirbt, als eine Granate im Inneren des Hauses explodiert. Der 17-jährige Oscar Lopez Ortega wurde tot aufgefunden. Im Haus wurde eine Explosion registriert. Elemente der Polizei trafen gestern um 8:45 Uhr am Tatort zu Hause ein. 8:45 Uhr. Am 22. August 2009 postete ein User, dass er wegen 4chan ins Krankenhaus musste. Der User postete auf dem Random Board B. Er schrieb, dass er ein Do-it-yourself-Projekt nachmachen wollte, das hier gepostet wurde.
Beim Nachmachen des Projektes hat er sich dann dabei versehentlich selbst vergiftet. Nun, vielen Dank. Ich komme seit 2 Monaten jeden Tag auf diese Seite und mache öfters mal was nach, was hier geschrieben wird. Aber dieses Mal hat es mich wirklich fast umgebracht. Ich schreibe diesen Scheiß hier vom Krankenhaus aus. Ich wäre fast gestorben. Irgendein Arschgesicht postete irgendwas über Kristalle herstellen, aus Haushaltsgegenständen. Wenn ich mich recht erinnere, war es Soda, Salz, ein paar Münzen aus Kupfer, Ammoniak und ein wenig Wäschepulver. Ich sollte es zusammenmixen und es durch einen Strohhalm pusten, bis mir schwindlig wurde, weil dann mehr CO2 herankommt und die Kristalle dann schönere Farben bekommen. Der Arzt sagte mir, er fand Spuren von Senfgas oder irgendetwas ähnliches in meinem Körper. Außerdem war ich für mehrere Tage bewusstlos, muss für eine Woche im Krankenhaus bleiben. Und meine Eltern haben mir das Internet gestrichen. Vielen Dank, ihr Arschlöcher. Das ist das Bild. Das ist der Kristall, den ich herstellen wollte. Anstattdessen habe ich etwas bekommen, was mich fast umgebracht hätte. Der Post, wegen dem der User ins Krankenhaus musste, wurde 4 Tage vorher, am 18. August 2009 gepostet. Der Post beinhaltet offenbar eine Anleitung, um ein starkes, gesundheitsschädigendes Gas herzustellen. Der anonyme Nutzer nahm somit wissentlich den Tod von mehreren Personen in Kauf. An Weihnachten 2013 fragte ein User 4chan um Rat. Ich habe mir eine Wii U gekauft, aber sie war kaputt. Also öffnete ich die Wii U und dieses Ding war drinnen. Der User schickte mehrere Bilder eines komischen Nestes oder irgendetwas in der Art. Was zur Hölle ist das? Das ist keine Scheiße, was zum Fick? OP öffnete das Nest und zum Vorschein kamen mehrere tote Spinnen. Wenigstens sind die Spinnen bereits tot. Was auch immer passiert ist, es ist ein Ei, das sich zu früh geöffnet hat oder ein Ei, das es nie geschafft hat, sich zu öffnen. Die Spinnen müssen sich gegenseitig gefressen haben, um am Leben zu bleiben und schließlich ihre maximale Kapazität erreicht haben. Laut der Größe sind sie erwachsen, aber die Farbe zeigt, dass sie gar keinen Überzug oder Haut haben. Die Spinnen lebten Leben, wie wir es taten, im verfickten Dunkeln. Diese war noch am Leben. Okay, ich hab's für dich gegoogelt, OP. Das ist ein Grabwespennest. Die Spinnen im Inneren sind gelähmt. Falls sie noch nicht tot sind und frische Beute sind, werden sie bald aufwachen. Sie werden bald aufwachen, sie werden bald aufwachen, sie werden bald aufwachen. Die Spinne sieht aus wie eine braune Einsiedlerspinne. Wenn du dich stechen lässt, wird dein Arm anfangen abzufaulen, während du noch lebst. Um eine Spinne zu fangen, packt die Wespe sie und sticht sie in die Unterwerfung. Das Gift des Stachels tötet die Spinne nicht, sondern lähmt und konserviert sie, damit sie in der Nestzelle transportiert und gelagert werden kann, bis sie von der Larve verzehrt wird. Normalerweise legt eine Grabwespe ihr Ei auf den Beutegegenstand und versiegelt ihn dann mit einer Schlammkappe in der Nestzelle. Sie baut dann eine andere Zelle oder ein Nest. Missouri-Grabwespen haben normalerweise 2 Generationen pro Jahr. Die Jungen überleben den Winter im Nest. Nicht, wenn sie frisch gefangen sind. Und so wie es aussieht, ist die erste gerade aufgewacht. Und die Grabwespe hat vielleicht noch nicht einmal angefangen, ihre Larven zu legen. Wenn das der Fall ist, könnten diese einfach alle gelähmt sein. Außerdem habe ich Angst um OPs Leben, da die Spinne, die aufgewacht ist, wie eine braune Einsiedlerspinne aussieht. Und falls das wirklich der Fall ist, und OP ein Grabwespennest voller brauner Einsiedlerspinnen hat, dann kann er sich auf eine verdammte Fahrt gefasst machen. Gottverdammt, OP ist gefickt. Chile-Fact hier, beziehungsweise ich komme aus Chile. Hier ist die lokale chilenische Einsiedlerspinne viel giftiger als die braune Einsiedlerspinne. Aber beide Gifte machen dasselbe, sie verrotten ihr Gewebe. Die schweren Bisse bilden ein nekrotisierendes Geschwür, das Weichgewebe zerstört und dessen Heilung Monate und sehr selten Jahre dauern kann und tiefe Narben hinterlässt. Das beschädigte Gewebe wird gangnerös und schließlich abseits abplatzen. Anfangs kann es zu keinem Schmerz durch einen Biss kommen, aber im Laufe der Zeit kann die Wunde bis zu 25 cm bzw. 10 Zoll groß werden. In Extremfällen kann es bis zu 7 Stunden dauern, bis Bisse sichtbare Schäden verursachen.
Schwerwiegende systemische Wirkungen können von diesem Zeitpunkt auftreten, da sich das Gift jeglicher Art innerhalb von Minuten im ganzen Körper ausbreitet. Wir kommen gut mit ihnen klar, weil der Tipp ist, sie sind nicht aggressiv, provoziere sie einfach nicht oder töte sie, bevor sie reagieren können. Loxosceles reclusa, zu Deutsch meist braune Einsiedlerspinne. Sie ist eine Art der echten Webspinnen aus Familie der sechsäugigen Sandspinnen. Die Giftspinne ist in den USA vom mittleren Westen bis in den Süden verbreitet. Der Biss ist weitgehend schmerzlos und wird oft gar nicht wahrgenommen. Die Größe der betroffenen Hautfläche ist sehr klein. Innerhalb von 2 bis 8 Stunden werden diese Wunden aber immer schmerzhafter. In den nächsten 12 bis 36 Stunden wird die betroffene Fläche größer und die Schmerzen intensivieren sich. Binnen Tagen bis zu einer Woche kann es rund um die Bisswunde zu einer Nekrose kommen. Selten folgt eine Sepsis. Weitere körperliche Symptome nach einem Biss sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Muskelschmerzen. Auch Todesfälle kommen vor. Danke. Ich glaube nicht, dass der Thread das Ausmaß der Situation hier versteht. OP hat gerade ein Wespennest geöffnet. Ein Wespennest voller giftiger Spinnen. Giftige Spinnen, die deine Haut und dein Fleisch verrotten lassen, wenn sie dich beißen. Sie haben vielleicht nicht einmal Wespenlarven in sich. In diesem Fall sind sie gelähmt und warten nur darauf, geweckt zu werden. Am 6. Februar 1996 stürzte Virgin Air Flug 301, ein 757er Jet, der von Puerto Plata von der Dominikanischen Republik aus startete, in den Atlantik. Alle 13 Besatzungsmitglieder und 176 Passagiere kamen ums Leben. Ein wichtiger Teil des Unfalls war ein verstopftes Staurohr, eine Komponente, die den Außenluftdruck durch kleine Schläuche an der Außenseite des Flugzeugs misst und diesen als Geschwindigkeit des Flugzeugs anzeigt. Obwohl die Röhren nie vom Meeresboden geborgen wurden, wurde festgestellt, dass das Flugzeug seit fast 3 Wochen auf dem Asphalt saß und die Staurohre nicht so abgedeckt waren, wie sie hätten sein sollen. Ermittler glauben, dass eine Kolonie von schwarzen und gelben Grabwespen in die Röhre stiegen und ihre zylindrischen Nester drinnen bauten, was zu fehlerhaften Luftgeschwindigkeitsmessungen führte, was einen großen Teil des Absturzes ausmachte. Diese Spezies brachte auch ein anderes Flugzeug in Washington zum Absturz. Das war im Jahr 1982. Wenn ihr keine Grabwespen habt, wo ihr wohnt, seid dankbar. Das sind die nervigsten verdammten Insekten, die jemals von der Natur erfunden wurden. Sie ficken alles und bauen diese gottverdammten Nester. Ich klopfe jeden Sommer mindestens 100 von ihnen von den Seiten meines Hauses. Und wenn du sie von der Wand brichst, explodieren sie zu Spinnen. OP hat nichts mehr gesagt, seit die Spinne aufgewacht ist. Ging wahrscheinlich, um das Bild der erwachten Spinne zu posten und ging dann zurück, um weitere Bilder zu machen. Die Spinnen waren zu diesem Zeitpunkt schon wach. OP kämpft jetzt gegen 100 braune Einsiedlerspinnen in seinem Haus. Jungs, wenn das OP in seiner Wii U hatte, dann muss es nicht nur eine davon sein. Was ist, wenn ein Angestellter eine davon in die Wii U von jedermann in den Laden gelegt hat, zu dem OP gegangen ist? Niemand weiß, wo um alles in der Welt OP wohnt, aber du könntest direkt neben ihm wohnen und eine Wii U im selben Laden kaufen. Stell dir nur vor, du könntest dir eine Wii U kaufen mit einem derselben Dinge im Inneren. Na dann, frohe Weihnachten, 4chan.